Nachdem wir mittlerweile mitbekommen haben, dass sich die Messerangriffe in Deutschland komplett rasant nach oben bewegen, die Fallzahlen extrem explodieren und unschuldige Menschen davon betroffen sind, werden jetzt immer mehr und mehr Fälle bekannt. Und leider muss man dazu sagen, dass es viele Ausländer sind, die seit kurzem erst in Deutschland leben, das Sozialsystem genießen und ihr Leben auch so zu genießen, um anscheinend dann solche Blödsinnssachen zu erledigen. Und nun ist ein weiterer Fall bekannt geworden, denn ein 17-jähriger Messerangreifer in Stuttgart soll mit seiner Familie insgesamt über 100 Straftaten bislang begangen haben. Und da muss man sich doch mal wirklich fragen, ist das mit Absicht, dass man da die Augen zumacht? Hat man irgendwelche Ängste, irgendwelche Sorgen auch von deutscher Seite, dass man da irgendwie als rechtsradikal, als Nazi beschimpft wird, wenn man irgendwie seine Meinung mal dazu sagt? Ich sage, egal wer oder woher dieser Mensch kommt, egal woher diese Familie kommt, ob das Deutsche sind, Afghanen, Russen, in dem Fall Syrer, über 100 Straftaten zu begehen, ohne dafür irgendwie richtig krasse Konsequenzen davon tragen zu können, finde ich sehr krass und zeigt für mich persönlich einfach nur wieder mal eine extrem große Toleranz und Solidarität anderen Menschen gegenüber. Mich würde mal interessieren, deine Meinung, was meinst du, was passiert, wenn es ein Deutscher wäre, eine deutsche Familie? Ich denke, es würde anders aussehen, aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und dementsprechend gehen wir jetzt ins Video und schauen uns das Ganze genauer mal an. Der Fokus schreibt, der 17-jährige Syrer, der am vergangenen Dienstag eine Familie in Stuttgart angegriffen hat, stammt wohl aus einer hochkriminellen Familie, die seit 2016 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Demnach ist die 14-köpfige Familie mit insgesamt 110 Straftaten bei der Polizei registriert. Insgesamt sollen 10 der 11 Geschwister Straftaten begangen haben. Nur eine der 3 Schwestern ist bislang nicht auffällig geworden. Das bedeutet, im Durchschnitt sind das ca. 12 Straftaten pro Jahr. Das finde ich schon extrem viel. Was sagst du dazu? 2 Brüder des Verdächtigen sollen zufolge derzeit auch schon im Gefängnis sitzen. Auch dessen 18-jährige Schwester verbüßte bis Februar eine Haftstrafe. Ihr werden 14 Straftaten zugerechnet und der 14-jährige Bruder des mutmaßlichen Täters sogar für 21 Straftaten verantwortlich sein. Der sitzt derzeit in Jugendhaftanstalt. Der jüngste Bruder, 12 Jahre alt, hat ebenfalls schon 3 Einträge in seiner Polizeiakte. Also wirklich, da gehen die Rekorde aber jetzt nach oben. Ebenso viele Straftaten hatte bislang der 22-jährige Bruder hingegen. Er wurde allerdings wegen mutmaßlicher Mittäterschaft bei dem Messerangriff festgenommen. Jetzt kommt aber natürlich noch das große Beispiel, das große Vorbild dazu, weil die Kinder lernen natürlich sehr viel von den Eltern, von den Erwachsenen und dementsprechend auch der Vater ist Polizei bekannt. Und er soll 12 Straftaten in seiner Polizeiakte stehen haben. Ich erinnere, diese Menschen sind seit 2016 im Land. Ich bin seit 1984 im Land. Ich habe gar keine Straftat in meiner Akte stehen. Also die haben mir wirklich was voraus. Wirklich krass. Der Großteil davon sind Gewaltdelikte und Bedrohungen, die sich sogar gegen seine älteste Tochter gerichtet haben. Also wirklich, wirklich heftig. Na, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, immerhin bleibt es in der Familie. Die ebenfalls für 4 Straftaten aber verantwortlich sei, die Tochter. Die Mutter des strafrechtlichen 17-jährigen Messerangreifers ist nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Und die zweite Frau des 43-jährigen soll auf der Flucht nach Deutschland verstorben sein. Dieser Fall des 17-jährigen Syrers Khalil H. sorgt nun unter den deutschen Politikern für Fassungslosigkeit. In 31 Monaten verübte der minderjährige Flüchtling 33 Straftaten, bevor er am Freitag in der Stuttgarter Fußgängerzone mit einem Messer Passanten attackierte. Und das ist wohl die Krönung. Das ist wie beim Fußball. Jetzt habe ich die Champions League erreicht. Die höchste Klasse, die man überhaupt erreichen kann. Also wo bitte geht's denn noch hin? Dass der 17-Jährige trotz seiner hohen Anzahl an Straftaten auf den deutschen Straßen frei herumlaufen darf, bringt mittlerweile auch den ein oder anderen Politiker auf die Palme. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Es ist wirklich ganz, ganz krass. Manuel Hagel von der CDU aus Baden-Württemberg und Fraktionschef im Landtag hat nun endlich genug. Jetzt muss doch der Letzte begriffen haben, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Ist doch ganz klar. Also ganz ehrlich, wenn man
in 31 Monaten 33 Straftaten begeht, dann ist das ja mehr als eine Straftat pro Monat. Das ist mir zu viel. Das finde ich heftig und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wirklich heftig. Und ich würde es auch heftig finden, wenn es ein Deutscher wäre. Ich will das nochmal betonen. Spielt keine Rolle. Wenn man sich scheiße verhält, sollte man auch dafür natürlich seine Konsequenzen davontragen. Und egal, ob man 10 ist, 12 oder 15 oder 30 oder 80. Es spielt gar keine Rolle. Man hat sich so nicht zu benehmen und vor allen Dingen nicht anderen Menschen Leid zuzuführen. Oder? Das sind nämlich dann die Auswirkungen der ungesteuerten und realitätsverweigernden Migrationspolitik der Ampel. Und dementsprechend fordert auch Hagel nun mehr Konsequenzen. Erstens, wir brauchen ein allgemeines Messerführungsverbot in der Öffentlichkeit. Das habe ich schon vor längerer Zeit gesagt. Wozu sollte man eigentlich ein Messer allgemein in Deutschland tragen müssen? Er sagt, denn es braucht doch nun wirklich niemand ein Messer in der Öffentlichkeit in der Hand zu tragen, der sich auf Parkbänken oder eben auch auf Marktplätzen in der Stadt, im Dorf, im Park, Innenstädten oder sonst wo aufhält. Wirklich richtig. Es ist doch einfach nur heftig. Leider muss ich aber sagen, ich habe es in dem einen Video schon mal gesagt, es ist teilweise schon ein Selbstschutzmechanismus, denn du hörst es ja von allen Seiten, wie und was jeden Tag passiert. Du musst ja schon Angst haben, mit Kopfhörern durch die Stadt zu laufen, weil du gar nichts mehr mitbekommst. Du musst immer deine Augen und vor allen Dingen Ohren offen halten. Es gibt aber auch Ausnahmen, die gerne natürlich ein Messer aus Berufsgründen tragen dürfen oder auch müssen. Das sind zum Beispiel auch Handwerker, Landwirte oder auch natürlich Naturschützer. Naja, wenn man heutzutage in Deutschland natürlich sein Geschlecht einfach ändern kann und seinen Namen ändern kann, dann kann man auch wahrscheinlich früher oder später seinen Beruf ändern. Heute bin ich Naturschützer. Nein, heute bin ich Handwerker. Dementsprechend habe ich ein Messer dabei. Also auch hier eine ganz krasse Grauzone. Darüber hinaus will aber auch der Politiker Hagel auch Abschiebungen nach Syrien angehen. Für geflüchtete Menschen aus Syrien gibt es sichere Regionen in ihrem Heimatland, in die sie zurückkehren können. Das haben zuletzt auch die Gerichte so entschieden. Deshalb müssen SPD, Grüne und FDP nun endlich in ihrer Ampel ermöglichen, dass sofort wieder nach Syrien abgeschoben werden kann. Deine Meinung dazu auch in die Kommentare. Sein Fazit: Wenn die illegale Migration nicht endlich verhindert wird, werden wir die innere Sicherheit nicht mehr in den Griff bekommen. Ein weiterer Politiker folgt von der CDU. Der Spitzenkandidat der CDU aus Thüringen betont, besonders kriminelle Flüchtlinge haben kein Recht, in Deutschland zu bleiben. Man könnte auch das sagen, oh, der ist bestimmt von der AfD. Naja, immer mehr Politiker anscheinend erheben ihre Stimme, erkennen, was in diesem Land falsch geht, falsch läuft, beziehungsweise auch was die Ampel die letzten Jahre, beziehungsweise auch die Regierung davor, was für einen Bockmist die gebaut haben. Bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich finde es wirklich krass. Das ist nicht mehr normal und das darf in Deutschland nicht passieren und das sollte auf der ganzen Welt natürlich nicht passieren. Das ist aber ein ganz großes Problem, wenn man natürlich Leute reinbringt, die natürlich flüchten von der einen Kriegsregion, von dem einen Flüchtlingsplatz in ein anderes. Aber wenn du 30 Jahre lang es gewohnt bist, mit einem Messer als Selbstschutz mitzuführen, dann ist das natürlich im Schädel, im Kopf natürlich so einprogrammiert und dementsprechend aus einer Sicht kann ich das Ganze natürlich nachvollziehen. Aber es läuft in Deutschland einfach anders. Und ich sage dir mal, was mich noch auf die Palme bringt. Die schwache Hand der Polizei. Ich habe letztens immer wieder Videos gesehen und gerade aktuell ein Video, wie ein Polizeiwagen von einem Migranten quasi, von einem offensichtlichen Migranten, wahrscheinlich aus Nordafrika, zerstört wird, beziehungsweise mit einer Art Eisenstange demoliert wird und die Polizei nur daneben steht. Also ich weiß nicht, wie da die Ausbildung der Polizei ist, welche Rechte da die Polizei haben, aber ich als Ex-Soldat, ich könnte mir das auf lange Sicht nicht anschauen. Ich finde das wirklich krass, dass die Toleranzgrenze der Polizei extrem hoch ist. Menschen dürfen in Freiheit leben, aber man darf auch gerne die anderen Menschen respektieren und solange das geschieht, soll jeder sich frei bewegen dürfen und können und dann ist das auch eine richtig schöne Sache. Solange keine anderen Menschen oder auch Sachgegenstände etc. kaputt, demoliert oder Schlimmeres damit passiert. Da muss dann aber auch mal irgendwann eingegriffen werden.
Das dazu zu diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du das Video gerne teilen. Du kannst gerne ein Abo dalassen für mehr Content, täglichen Mehrwert, natürlich Aktuelles aus der Welt, auch aus anderen Regionen der Welt. Daumen nach oben, ganz klar, deine Meinung und auch gerne ein kostenloses Abo. Ich freue mich auf das nächste Video.